Hallo Leute, willkommen wieder zu meinem deutschen Vlog aus Südkorea. Im letzten Video habe ich euch Reisetipps und Empfehlungen gegeben. Dieses Mal möchte ich wieder meinen bisherigen Plan aufgreifen und euch von meinem letzten Monat erzählen. Es sind zwei große Themen gewesen, die im letzten Monat passiert sind. Erst einmal musste ich mein Visum verlängern. Ich glaube, für jeden, der im Ausland lebt, ist das immer so ein Akt, der so ein bisschen Schweiß auf die Stirn treibt. Auch in Korea ist das im Grunde genommen nicht unähnlich. Also bei mir war es so, dass es dieses Jahr relativ einfach war. Ich musste nur mein Visum verlängern. Ging auch sehr schnell. Fangen wir von vorne an, ja. Also wenn ihr nach Korea kommt mit einem Visum, müsst ihr euch erst einmal um eure ARC kümmern. Also die ARC ist eigentlich steht das für Alien Registration Card, aber die wurde umbenannt vor ein paar Jahren. Die heißt jetzt Residence Card. Also das ist quasi euer Perso, der koreanische Perso sozusagen. Den hat jeder, also jeder Ausländer mit Visum bekommt so ein Ding. Dafür müsst ihr halt, wenn ihr ein Visum habt und nach Korea kommt und schon in Korea seid, müsst ihr dann zum Immigration Office und diese Karte beantragen. Also welche Unterlagen ihr dafür braucht, hängt davon ab, was für eine Art Visum ihr habt. Als Student werdet ihr wahrscheinlich was anderes brauchen als ein Arbeitnehmer, als Working Holiday, als, ich weiß nicht, Heiratsvisum. Normalerweise, soweit ich weiß, gibt es nur ein einziges Formular, um ein Visum zu beantragen. Es gibt so einen DIN A4-Zettel. Ja, ich glaube, der besteht nur aus einer Seite. So ein DIN A4-Zettel, ein Formular, mit dem ihr ein Visum beantragt. Das heißt, wenn ihr irgendwo in einer Liste seht, bei den Unterlagen, Antragsformular, es ist immer das gleiche Antragsformular, nach meinem Kenntnisstand. Und da müsst ihr einfach nur ankreuzen, wollt ihr ein neues Visum beantragen, wollt ihr ein Visum verlängern, wollt ihr eure Adresse ändern. Also übrigens ja, für die Änderung der Adresse gibt es das gleiche Formular. Ihr müsst nämlich auch, wenn ihr umzieht, auch eure Adresse der Auslandsbehörde melden. Da gibt es jetzt auch nichts Schwieriges auszufüllen. Ich glaube, ich habe hier sogar noch ein Formular. Also so, Moment. So sieht das aus. Ich glaube, das kann man ein bisschen schlecht erkennen. Genau, also da gibt es halt je nachdem, was ihr da wollt von der Auslandsbehörde. Ein Visum verlängern oder ein neues Visum beantragen oder wie auch immer. Dann gibt es einen Platz für ein Foto und dann einfach eure ganzen Daten, wo ihr wohnt, Passnummer und so weiter und so fort, wo ihr gegebenenfalls angestellt seid oder zu welcher Uni ihr geht. Und dann unterschreibt ihr das einfach und das war's. Also es ist nichts Kompliziertes, was das Formular angeht. Um zum Immigration Office zu gehen, würde ich euch empfehlen, einen Termin vorher zu machen. Das kann man online machen. Ihr könnt auch dahin ohne Termin, aber dann müsst ihr eine Nummer ziehen und wahrscheinlich sehr lange warten. Es gibt nämlich dort eine Besonderheit, die erzähle ich gleich. Den Termin könnt ihr online machen. Ihr geht auf die Seite von Hi Korea und dort müsst ihr, ich glaube, erstmal einen Account anlegen. Also ich habe das letztes Jahr gemacht, deswegen bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Ihr legt dort einen Account an und dann könnt ihr über euren Account einen Termin buchen. Dann könnt ihr aussuchen, in welcher Stadt, welches Immigration Office das ist, an welchem Tag, welche Uhrzeit, und dann geht ihr da einfach hin. Da müsst ihr aus meiner Erfahrung keine Nummer dann auch dort ziehen, weil ihr bekommt direkt eine Nummer mit eurem Zettel. Also ihr bekommt so ein PDF am Ende nach der Buchung und dann steht da schon eine Nummer drauf. Ihr müsst keine neue Nummer, wahrscheinlich, ich möchte nichts zu 100% ausschließen. Dann müsst ihr keine neue Nummer ziehen und dann werdet ihr irgendwann aufgerufen einfach. Ich weiß nicht, wie das in Seoul ist im Immigration Office, aber in Daejeon und in Daegu sprechen die Leute kein Englisch im Immigration Office. Von daher lohnt es sich, vielleicht jemanden mitzunehmen, der es kann, falls ihr es nicht könnt. Für den Notfall. Wann ihr diese ID bekommt, also diesen Perso bekommt, hängt auch davon ab, was für ein Visum ihr habt. Weil die prüfen ja erstmal die Papiere. Ich bin zum Beispiel am Anfang mit einem Studentenvisum, also mit einem D4-Visum nach Korea gekommen und da hat es
ich glaube, 2 oder 3 Wochen gedauert, bis ich diese Karte bekommen habe. Wobei ich sagen muss, dass das alles über die Uni lief. Also meine Uni hat die ganzen Visumsachen gemacht. Das heißt, ich habe meine ganzen Unterlagen bei der Uni abgegeben und die Uni hat sie quasi an das Immigration Office weitergeleitet und dann sind wir alle zusammen, alle 9 Studenten, die damals dort den Sprachkurs angefangen haben. Wir sind dann alle zusammen zum Immigration Office in einer größeren Gruppe gefahren und haben dort diese ARC abgeholt. Dafür muss man übrigens auch seine ganzen 10 Fingerabdrücke abgeben, wenn ihr zum ersten Mal diese Karte bekommt. Also, soweit ich mich erinnere, beim Hinfliegen nach Korea braucht man, glaube ich, nur 1 oder 2 Fingerabdrücke, aber fürs Visum müsst ihr alle 10 abgeben. Häufig müsst ihr ja auch Geld bezahlen für das Visum. Bringt das am besten bar mit. Es gibt, glaube ich, normalerweise zwar auch Bankautomaten im Immigration Office, aber ihr müsst das so oder so später bar bezahlen dort. Ihr müsst dann zu so einem Fenster gehen, dort bezahlen. Und die geben euch dann so ein Zettelchen, das ihr bezahlt habt und dann geht ihr wieder zurück zu eurem Sachbearbeiter. Also der guckt sich quasi die Papiere an, dann sagt er, okay, bitte gehen Sie bezahlen, dann geht ihr bezahlen, kriegt diesen Zettel und dann kommt ihr wieder zurück. Warum solltet ihr nicht einfach ohne Termin kommen? In Korea ist das so geregelt, wenn euer Visum abläuft und ihr das verlängern müsst, ihr aber keinen Termin mehr bekommt. Zum Beispiel bei mir war es auch schon sehr knapp. Ich habe zwar sogar einen Brief 3 Monate vor Ablauf bekommen, dass ich doch schon mal einen Termin buchen soll, aber ich habe nicht gedacht, dass das jetzt so schlimm sein wird in Daegu. Also ich musste tatsächlich, ich glaube, 6 Wochen im Endeffekt auf meinen Termin warten. Ich dachte, ich hätte viel mehr Zeit, um einen Termin zu buchen, aber im Endeffekt habe ich dann, der frühestmögliche Termin war 3 Tage vor dem Ablauf meines Visums. In Korea gibt es das System, falls euer Visum abläuft und ihr keinen Termin bekommt online für die Verlängerung, könnt ihr am allerletzten Tag, wenn euer Visum abläuft, könnt ihr zum Immigration Office gehen und dann verlängern sie euer Visum. Also ihr könnt da einfach eine Nummer ziehen, aber ihr müsst dann halt länger warten. Aber es wird trotzdem gemacht. Es ist normalerweise auch so, wenn euer Visum abläuft, aber ihr schon die Verlängerung beantragt habt, dann ist alles in Ordnung. Zumindest aus meiner Erfahrung. Ich habe das jetzt noch nicht mitbekommen, dass das irgendwie zum Problem geführt hat. Ich kenne ein paar Leute, deren Visum schon abgelaufen war, aber sie schon das neue Visum beantragt haben, also ein anderes gewechselt haben quasi. Sie aber ein neues Visum beantragt haben und während dieser Zeit so gesehen eigentlich kein Visum hatten. Weil die Sache ist die, wenn euer Visum gewechselt wird, dann gilt das ab dem Tag, wenn ihr die Beantragung gemacht habt. Das heißt, wenn euer Visum zum Beispiel am, 20. Mai abläuft, ihr aber am 15. Mai zum Immigration Office geht, um euer Visum zu verlängern. Und das dauert 3 Wochen, das geht ja eigentlich über eure Zeit hinaus. Ihr bekommt dann aber auf eure ID-Karte gedruckt, dass es ab dem 15. Mai gilt. Das heißt, rein rechtlich seid ihr abgesichert mit dem Visum ab dem Zeitpunkt, ab dem ihr das beantragt habt. Dann ist noch eine wichtige Sache zu wissen, dass wenn ihr in Korea mit einem Visum seid und ihr umzieht, habt ihr 2 Wochen Zeit, um euren Umzug bzw. die neue Adresse der Ausländerbehörde zu melden. Ich habe gehört, das kann man online machen, aber im Endeffekt braucht ihr trotzdem so einen Aufdruck auf eure Karte mit eurer neuen Adresse. Also im Grunde genommen müsst ihr so oder so dann zu einem Büro gehen, damit es euch drauf gedruckt wird. Ihr könnt zum Immigration Office dafür gehen und wieder den gleichen Zettel ausfüllen. Und soweit ich weiß, muss man dann den neuen Mietvertrag mitbringen. Oder ihr könnt auch zu einem Bürgerbüro quasi gehen in eurem Stadtviertel. Also das geht auch, die haben da auch diese Zettel. Das geht auch ziemlich schnell. Also das ist auch eine Möglichkeit. Da könnt ihr einfach vorbeigehen. Ihr müsst keinen Termin oder sowas machen. Ihr könnt einfach reingehen, das Formular ausfüllen, den neuen Mietvertrag mitbringen und dann eure Karte natürlich. Also die Karte, die ihr schon habt. Und dann ist das kein Problem. Wenn ihr das zu spät macht, gibt's glaube ich, eine Geldstrafe. Wenn ihr euer Visum überzieht, gibt's auch eine Geldstrafe. Und die zweite große Sache, die diesen Monat passiert ist bei mir. Ich habe jetzt die letzten 2 Jahre bei KoreaNet, das ist eine Webseite von Kosis,
Und die suchen jedes Jahr Berichterstatter. Das ist egal, wo ihr wohnt, egal, wo ihr lebt. Ihr müsst dafür nicht in Korea sein. Nur wenn ihr Interesse an Korea habt, könnt ihr euch einfach anmelden. Leider ist die Anmeldung jetzt schon vorbei für dieses Jahr. Also die suchen jedes Jahr immer wieder aufs Neue. Erst einmal Ehrenberichterstatter. Ja, das ist quasi eine Freiwilligenarbeit, die ihr macht. Ihr könnt dann Artikel über Themen, die mit Korea zu tun haben, schreiben. Da gibt es fast oder kaum Restriktionen, was das angeht, worüber ihr schreiben könnt. Also es ist halt nur wichtig, dass ihr schreiben wollt, euch natürlich gut artikulieren könnt, wenn ihr schreibt. Also jetzt nicht mit Rechtschreibfehlern oder sowas schreibt. Vielleicht ein Hang zum Schreiben habt oder Interesse am Schreiben habt, dann könnt ihr euch halt bewerben. Ich habe das jetzt die letzten 2 Jahre gemacht. Ich wurde dieses Jahr auch wieder nochmal ausgewählt. Ja. Es gibt sowas Ähnliches auch für Videocontent. Das nennt sich dann K-Influencer. Also das ist halt für Leute, die Content über Korea auf YouTube kreieren möchten. Es gibt halt dieses besondere Programm, das dann euch unterstützt dabei. Ihr werdet nicht dafür bezahlt, aber es gibt trotzdem manchmal so eine kleine geldliche Entschädigung, sage ich mal, oder einen kleinen Geldpreis, falls ihr halt eine gute Qualität abliefert oder interessante Themen behandelt oder ja generell halt aktiv seid, interessante Sachen zu erzählen habt, interessante Sachen zu zeigen habt. Ihr müsst, wie gesagt, dafür nicht in Korea sein. Und ich hatte mich vor 2 Jahren, als ich nach Korea gekommen bin, zum ersten Mal als K-Influencer beworben und wurde leider nicht angenommen, was auch vollkommen okay war, weil ich sehr, sehr viel mit dem Koreanisch lernen zu tun hat. Also ich habe in meinem ersten Jahr überhaupt nichts mit Video gemacht. Ich wollte es unbedingt, aber ich hatte einfach nicht die Zeit. Und letztes Jahr habe ich mich gar nicht beworben, weil da war bei mir so ein bisschen alles chaotisch. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, komm, versuchst du es mal. Und dann wurde ich auch ausgewählt. Mein erstes Video ist jetzt auch online. Da könnt ihr auch nochmal reingucken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Stelle ich so ein bisschen generell meinen Kanal vor, auch auf Deutsch. Also da freue ich mich schon drauf. Am 19. Mai ist auch die Eröffnungszeremonie. Ich weiß jetzt noch nicht, wann ich es schaffe, dieses Video hochzuladen, ob vorher oder nachher. Falls ihr dieses Video schon nach dem 19. guckt, dann könnt ihr euch bestimmt die Aufnahme angucken. Sie wird mit Sicherheit online sein. Ich bin auf jeden Fall auch dabei. Also ich fahre nach Seoul und bin dort vor Ort auch bei der Zeremonie dabei. Es wird dazu auch ein Video geben. Ich möchte ein Behind-the-Scenes-Video machen, wenn das möglich ist. Vielleicht auch mal ein paar andere Leute interviewen. Schaltet ein, guckt euch an, wie das ist, so ein Ehrenberichterstatter zu sein oder K-Influencer zu sein. Und vielleicht ist das ja was für euch fürs nächste Jahr. Ich glaube, das deutsche Team ist noch relativ klein im Vergleich zu anderen. Ich glaube, wir sind das kleinste Team immer noch. Falls ihr mitmachen wollt, dann überlegt es euch mal. Falls ihr Fragen zu dem Programm habt oder natürlich zum Immigration Office, ich glaube, dazu kann es viele Fragen geben, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten. So viel zu meinem Monat April, Mai in Korea. Es war sehr aufregend. Es waren noch viele andere Sachen. Wir waren jetzt auch in Jeonju im letzten Monat. Das kommt auch nochmal hier auf YouTube. Nächste Woche bin ich auch wieder unterwegs für eine 3-Tagesreise. Also das kommt auch noch demnächst. Also aufregende Zeiten. Ich freue mich, wenn ihr mich dabei begleitet. Vergesst nicht, ein paar Likes zu hinterlassen und meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Und wir sehen uns dann nächsten Monat mit hoffentlich mehr Neuigkeiten. Ciao!